Hallo liebe Leute, willkommen beim Kunsthandwerk Brettchenweben. Mein Name ist Angela Rohrmoser und ich möchte euch etwas über meine Ausrüstung erzählen. Ich nenne mein Video Weben zum kleinen Preis. Alles, was ich euch hier vorstelle, könnt ihr im Heft 0 von Arachnes Fadenspielen nachlesen, das ihr auf meiner Homepage www.rohrmosers.com käuflich erwerben könnt. Dort gibt es noch einige andere grundsätzliche Überlegungen zum Brettchenweben. Ihr habt bereits gesehen, dass ich technisch wirklich nicht sehr hochgerüstet bin. Das hat damit zu tun, dass ich ein Mensch bin, der am liebsten mit seinen Vorhaben sofort loslegen möchte und deswegen lieber im Fundus kramt als im Internet. Da ist natürlich jeder anders. Aber in diesem Video ergreife ich einfach mal die Gelegenheit, meine Art des Webens zu präsentieren. Ich zeige euch meine Schervorrichtung, meine Hakenleiste, den Webschutz und natürlich die Brettchen. Ganz am Anfang hatte ich überhaupt nichts anderes als meinen Werkzeugkasten. Und dieser lieferte die Schraubzwingen zum Scheren der Kette. Später kam dann zwar eine Art Scherrahmen an der hinteren Seite meines Webstuhls dazu, aber die Schraubzwingen sind nach wie vor gut zu gebrauchen. Ich webe immer noch in der Haken-Gürtel-Anordnung und benutze keinen Brettchenwebstuhl. Mittlerweile hätte ich mir zwar einen leisten können, aber ich fand die offene Spannung der Kettfäden so praktisch, dass ich dabei geblieben bin. Ich habe lediglich den Haken und den Gürtel etwas verändert. Alles aus den Resten aus Schrank, Scheune und Werkstatt. Meine Hakenleiste kennt ihr bereits. Sie besteht einfach aus einem Reststück Kantholz, in das ich vorne 4 Haken und hinten 2 Ösen geschraubt habe. Und wie ihr seht, waren es einfach die in der Werkzeugkiste lagen. Ich wollte sie schon immer mal durch schönere ersetzen, aber naja, es geht ja noch. Die habe ich anfangs an eine Tür gehängt. Später folgte dann ein Haken in die Wand gebohrt und dann Deluxe, ein geschmiedeter Haken in einen Wandpfosten. Die Hakenleiste hat den enormen Vorteil, dass man auf ihr mehrere Ketten aufhängen kann, um unterschiedlichen Einsprung auszugleichen. Und zwar einen Einsprung zwischen Rand und Muster und auch innerhalb des Musters. Alles bleibt ganz gleichmäßig gespannt. Auf meinen Webschutz bin ich stolz. Er ist so gebunden, dass er an meiner Stuhllehne hängt und nicht an meinem Rücken. Das schont die Nieren. Dazu hat er verschiedene Taschen, die alles enthalten, was ich zum Weben brauche. Als helle Unterlage dient er mir auch am Abend dazu, dass ich mein Webstück besser sehe und letztendlich kann ich die gesamte Kette in meinen Webschutz ganz klein verpacken, wenn ich mal verreise und mein Webzeug mitnehme. Allerdings muss ich mir natürlich an meinem Bestimmungsort dann einen Haken oder einen Pfosten suchen, an dem ich alles aufhängen kann. Aber dann ist die Kette ganz schnell gespannt und webbereit. Am Webschutz hängen meine Klemmhölzer. Die bestehen aus 2 mit Filz gefütterten Hölzern, 2 langen Schrauben mit Flügelschrauben zum Festklemmen und 2 Ösen, mit denen ich die Klemmhölzer am Webschutz festbinde. Alles das, was noch im Werkzeugkasten so lag. Auch der Schurz ist aus Stoffresten aus dem Schrank meiner Oma genäht. Das hat nicht viel gekostet. Und jetzt zu einem endlosen Thema, nämlich die Brettchen. Die gibt es in tausenderlei Formen und Material. Ich habe mich für Papier entschieden, weil ich nicht draußen in Wind und Wetter webe und weil ich gerne mit dünnen Fäden webe. Meine Brettchen sind leicht,
Man kann sie selbst herstellen. Sie sind so dünn, dass ich viele Brettchen in der Hand halten kann und sie sind in verschiedenen Farben produzierbar. Ihr habt bereits gesehen, dass ich für die Randbrettchen gerne eine andere Farbe wähle. Dann sehe ich gleich, bei welchen Brettchen der Rand endet und das Muster anfängt oder aufhört. Aber auch so wechsle ich gerne nach 4 Brettchen die Brettchenfarbe, sodass ich mich auf der Webmatrix, die manchmal 60 Kästchen in einer Reihe hat, nicht verzähle. Der Nachteil, den ich in Kauf nehme, sind die sogenannten Wurmlöcher, die davon erzählen, wie neu die Brettchen sind oder wie fleißig ich war. Auch reiben sich die Brettchen gerne ab. Und sie sind garantiert nicht historisch informiert, nur für die heutige Zeit. Und wenn sie mir nicht mehr gefallen, dann kaufe ich einen Bogen Plakatkarton oder einen Schnellhefter aus Pappe und mache mir für kleines Geld mit Hilfe eines Lochers wieder einen Stapel neuer Brettchen. Jeder muss sich die Ausrüstung zulegen, die für seine Zwecke passt. Zu meinen Zwecken passt die meine. Im nächsten Video möchte ich euch das Weben in der Kivrim-Technik vorstellen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Besucht mich auf meiner Homepage www.rohrmosers.com. Viel Spaß bei euren Projekten und bis bald. Eure Angela Rohrmoser.